In diesem Video möchte ich euch 10 Tools und Techniken vorstellen, die mich in den vergangenen Jahren besonders nachhaltig beeindruckt haben. Tools und Techniken, die ich im Vorwege teils völlig unterschätzt habe und nie gedacht hätte, dass sie meinen Hobbyhorizont derart sprengen würden. Zu all diesen Tools und Techniken habe ich euch natürlich passende TWS-Videos in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar verlinkt. Wer also mehr Infos möchte, findet sie dort im Handumdrehen. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Meine ersten Miniaturen habe ich ja in den 1980er Jahren bemalt, lange bevor die heutige Internetsuche und YouTube-Tutorials erfunden waren. Aber ich weiß noch, wie mir damals ein guter Freund das Trockenbürsten zeigte. Zuvor hatte ich meine Modelle immer nur mit Grundfarben bemalt. Trockenbürsten war damit die erste fortgeschrittene Bemaltechnik, die ich lernte und zugleich der erste Augenöffner in meinem Hobbyleben. Apropos Trockenbürsten, diese Technik hatte für mich nochmal ein erhebliches Upgrade erfahren, als ich Schminkpinsel entdeckte. Denn die vielen und weichen Haare plus die runde Anordnung in solchen und mittlerweile extra hergestellten Drybrush-Pinseln sorgen für ein deutlich besseres Trockenbürstergebnis. Besonders, wenn man zum Herausreiben der Farbe kein Tuch, sondern eine sogenannte Texturpalette nutzt. Eine Textur- oder Texture Palette ist im Grunde nichts anderes als ein leicht rauer und möglichst nicht saugender Untergrund. Denn dadurch verliert der Pinsel beim Herausreiben der Farbe weniger Feuchtigkeit, was den meist lästigen Staubeffekt beim Trockenbürsten minimiert. Außerdem sind Texturpaletten ideal, um Farben zu mischen, um beim Bemalen besonders weiche Farbübergänge hinzubekommen. Abgesehen vom Anmischen von Grundfarben für Geländeprojekte ist meine Texturpalette quasi im Dauereinsatz. Der quasi kleine Bruder einer Texturpalette ist die Nasspalette. Darin verhindern ein angefeuchteter Schwamm plus ein speziell beschichtetes Papier das Austrocknen von Acrylfarben. So bleiben die Farben beim Bemalen von Miniaturen nicht nur länger frisch, man kann angemischte Farbtöne auch über Tage in seiner Nasspalette aufheben. Ein Review zu verschiedenen Nasspaletten habe ich euch direkt oben verlinkt, ich benutze seitdem das kleine Modell von Redgrass Games. Kommen wir zu einem Tool, das ich im Vorwege für absolut überflüssig hielt, schließlich kann man Farbfläschchen ja auch von Hand aufschütteln. Aber der Komfort, die Geschwindigkeit und die Qualität des Durchmischens mittels eines Vortex-Mixers sind wirklich enorm. Und auch wenn ein hochwertiger Mixer seinen Preis hat, möchte ich meinen nie wieder hergeben. Ein weiteres Tool, das mich im Vorwege kaum interessiert und ich nun nicht mehr missen möchte, ist ein elektrostatischer Begraser. Damit lässt sich Grasstreuen nicht nur deutlich dichter und aufrecht stehender aufbringen, längere Fasern können damit ganz easy zu Büscheln oder gar Büschen verarbeitet werden. Zwar sind solche Geräte nicht billig, doch wer löten kann, kann sich einen solchen Helfer leicht aus einer elektrischen Fliegenklatsche basteln. Schon bevor ich mir einen Proxxon Thermocut kaufte, wusste ich, wie praktisch das Gerät beim Basteln mit Hartschaum sein würde. Aber erst in den Jahren danach, durch ganz viel Ausprobieren und durch die gemeinsame Arbeit mit Gerhard Bohm an unserem Gebäudebuch, hat sich mir erst das volle Potenzial des Geräts erschlossen. Dafür braucht es übrigens gar nicht viel. Eine Führungsschiene, eventuell noch einen Kreisschneider und die Kenntnisse über die wichtigsten Schneidetechniken, die ich für euch natürlich schon längst in einem TWS-Video zusammengefasst habe. Kommen wir nochmal zum Thema Bemaltechniken zurück. Um mühelos weiche und organische Farbverläufe zu erzeugen, ist Nasse-Nass-Malen für mich weiterhin ungeschlagen. Egal, ob man verschiedene Farben direkt beim Auftragen miteinander auf dem Untergrund mixt und verblendet, oder ob man mehrere Washes auf dem Modell ineinander laufen lässt. Nasse-Nass-Malen ist super einfach und sorgt für deutlich interessanter aussehende Ergebnisse. Eine Technik, mit der man ebenfalls weiche Farbverläufe, eine interessante Textur oder einen plastischen Look erzeugen kann, ist das Tupfen per Pinsel oder Schwamm. Dabei werden die Farben zwar etwas weniger präzise aufgebracht, gleichzeitig entstehen so aber deutlich realistischere, weil unregelmäßigere Farbübergänge. Zum vielseitigen Thema Tupfen habe ich euch direkt eine ganze Reihe von TWS-Tutorials herausgesucht. Lange Zeit dachte ich, dass man überzeugende Licht- bzw. Leuchteffekte entweder nur mit der Airbrush oder durch zeitaufwendiges Schichten von dünnen Farbschichten erzeugen könnte.
Aber dank halbtransparenter Farben wie zum Beispiel den Contrast Colors, Speed Paints oder Express Colors gelingen sogenannte OSL-Effekte praktisch im Handumdrehen. Ein entsprechendes Tutorial habe ich euch oben rechts im angepinnten Kommentar und in der Videobeschreibung verlinkt. Und nun die Frage an euch: Welche Techniken oder Tools haben euer Hobbyleben für immer verändert? Schreibt eure Augenöffner gerne in den Kommentarbereich, ich bin gespannt. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann.